Die Fußball-WM 2022 in Katar war ein Event historischen Ausmaß. Messi hat sich hier unsterblich gemacht, als er mit der argentinischen Mannschaft den Weltmeistertitel holte. Für die Fußball-WM wurden über 200 Milliarden Dollar investiert. In 8 hochmoderne Stadien mit neuester Technologie, die sogar mit Kühlsystemen ausgestattet sind, um die extreme Hitze zu bewältigen. Dazu kam eine massive Erweiterung des Metronetzes, ein größerer Flughafen und der Bau zahlreicher Hotels und Restaurants. All das geschah in einem Land, in dem nur sehr wenige Menschen dauerhaft leben. Heute, 2 Jahre nach der Fußball-WM, gehen wir auf Spurensuche, um herauszufinden, was aus all diesen Projekten geworden ist. Doch schnell merken wir, dass es offenbar nicht gern gesehen wird, wenn man sich hier manche Dinge genauer anschaut. So Leute, wir befinden uns gerade im Hafen von Doha. Hinter uns sieht man ganz wunderschön die Skyline. Und unser erstes Ziel des Tages befindet sich genau gegenüber, allerdings von der anderen Seite, naja, vom Hafen, durch das Meer getrennt. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir überhaupt da hinkommen. Vorhin hatten wir noch gedacht, ach, heute ist so diesig, war auch so ein bisschen frisch gewesen, als wir heute Morgen geguckt hatten, was wir anziehen. Oh, jetzt sind wir richtig am Schwitzen, Leute. Richtig, richtig warm. Wir mussten aber auch ein bisschen auf unsere Kleiderordnung achten. Da wir uns natürlich hier in einem arabischen Land befinden, mussten wir natürlich unsere Knie verdecken. Unsere Schultern dürfen nicht frei sein. Eigentlich sind die relativ modern hier, ne? Aber wir möchten uns ja auch ein bisschen anpassen, in Anführungsstrichen. Also jetzt nicht so übertrieben hier, was weiß ich, wie andere Leute hier rumlaufen, ne? Mit Bauch frei, Top, Arme, Schultern frei, was weiß ich, kurzen Rock oder sowas. Das muss einfach nicht sein, meiner Meinung nach. Also mussten wir unser Standard-Urbex-Outfit, kurzer Rock, bauchfrei, eintauschen gegen T-Shirt und lange Hose. Ich dachte, wir gehen da lang. Können wir. So, wir sind jetzt am Stadion angelangt. Leider können wir nicht näher ran, aber von da drüben werden wir es gleich ein bisschen besser sehen können. Ja. Und hier sieht man schon Priority Lane, all das noch von der WM. Und das Krasse an der ganzen Sache ist einfach, dass dieses komplett verlassene Stadion, was überhaupt nicht mehr benötigt wird, immer noch bewacht wird. Und man sieht auch von hier, dass sich da teilweise wirklich was bewegt. Da fährt da so ein Aufzug hoch und runter, alles mit Containern. Ne? Also es ist jetzt kein normaler Aufzug, wie man ihn bei uns, glaube ich, kennt. Ne? Nee. Das ist wirklich so ein Containeraufzug, ganz komisch. Also echt interessant. Wir stehen gerade an dem Stadion 974, ein Ort, an dem wirklich Geschichte geschrieben wurde. Das Stadion ist das erste der Welt, was man wirklich vollständig recyceln kann. Es kann überall einfach abgebaut werden und an einem anderen Ort wieder aufgebaut werden. Das Stadion war auf jeden Fall eins der Highlights der WM. Es wurde nach der Vorwahl von Katar, nämlich 974, benannt und wurde aus 974 Schiffscontainern erbaut. Hier gab es auch jede Menge unvergessliche Momente während der WM. Und zwar hat auch Cristiano Ronaldo hier ein Tor geschossen in diesem Stadion gegen Ghana. Eigentlich nichts Unspektakuläres. Es war für ihn aber in der 5. WM das 5. Tor. Und somit ist er der einzige Spieler, der das geschafft hat, bei 5 WM-Teilnahmen jedes Mal ein Tor zu schießen. Hinter mir und gegenüber von mir befinden sich übrigens noch die Parkplätze. Und auch hier sieht man noch diese ganzen Beschilderungen, also die dann zu den Parkplätzen geführt haben oder eben zu den Eingängen, zu der Metro. Leute sollten ja auch mit der Metro hier anreisen. Ne? Dementsprechend sind auch gar nicht so viele Parkplätze, meiner Meinung nach hier, oder? Was meinst du? Ja, für so ein Bundesliga-Stadion würde ich mal sagen, kennt man es größer, wenn ich jetzt mal mit Schalke vergleichen würde. Das wollen wir natürlich nicht machen. Ist ein bisschen größer, ne? Aber natürlich hast du recht, die sollten halt alle hauptsächlich mit der Metro anreisen. Die werden wir uns übrigens auch mal gleich anschauen. Die ist nämlich auch extra für diese WM ganz, ganz kräftig ausgebaut worden. Es gibt auf jeden Fall noch einige Highlights hier, also bleibt auf jeden Fall dran. Obwohl das Ganze hier verlassen ist, man soll es nicht meinen, hier ist jede Menge Security, die das Areal hier überwacht, damit auch wirklich niemand irgendwie hier aufs Gelände drauf kommt. Wir hatten gerade nämlich noch mal nett nachgefragt, ob wir vielleicht ein bisschen näher dran können. No, 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 no. Und dann haben wir uns so ein bisschen verzogen, haben hier unsere Aufnahmen gemacht. Dann kam auch schon direkt so ein Auto angefahren, hat vor uns angehalten, um genau zu gucken, was wir hier eigentlich machen. Also die haben uns hier schon richtig im Blick. Und Wahnsinn zu sehen, wie viele Menschen hier Patrouille laufen bei einem Lost Place, der seit so vielen Jahren nicht mehr genutzt wird. Das wird es in Deutschland oder in Europa überhaupt nicht geben. Guck mal, hier kannst du sogar reingehen, ne? Ich dachte, das wäre alles abgesperrt hier.
Hier sieht man noch die ganzen Absperrungen, dass die Zuschauer auch schön hier artig diesen Weg laufen, um hier an den Schalter zu kommen. Voll wie neu die auch sind, ne? Ja, ja. Aber die werden auch hier, die werden höchstwahrscheinlich hier alles pflegen. Alles wird hier gepflegt, Anja. Gut möglich. Achso, hier ist so ein Sicherheitscheck. Genau. Musstest du deine Tasche oder irgendwas drauflegen, dein Handy und alles, ne? Das ist einfach alles noch da drin, ja. Ah, okay. Ah, okay. Was hat er gesagt? Nur outside, please. Ah, okay. Ja, also ist ja jetzt nicht, dass wir jetzt die Tür aufgemacht haben und reingegangen sind, ne? Ja, das reicht für die schon. So Leute, wir haben gerade noch mal kurz den Hinweis bekommen, dass wir nicht hier drauf gehen dürfen, also nur außerhalb, in Anführungsstrichen. Ist ja jetzt nicht so, wir haben jetzt hier keine Türen geöffnet oder sonst irgendwas, aber er sagte nur, bitte außerhalb von diesen Absperrungen nicht zu nah dran gehen. Hinterher könnte man noch was sehen, was man nicht sehen darf oder so, keine Ahnung, oder? Ja, Also eigentlich, vor allem wie schnell der hier war, ne? Ja. Wie schnell. aber ich sag's euch, wie es ist, hier sind, also an jedem Eingang sind mindestens 2, 3 Kameras und die werden alle noch aktiv sein. Die werden einfach alle noch aktiv sein. Guck mal hier, der Stuhl, der war bestimmt auch damals schon da, um das alles zu koordinieren und alles so ein bisschen im Blick zu haben, oder? Was Wahrscheinlich, ja, ja. meinst du? Ja, ich glaube schon. Also offenbar wird da drin noch irgendwie gearbeitet oder ist noch ein bisschen genutzt oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war da gerade jemand drin. Du hast es dann hinterher auch gesehen, nachdem er sich dann bewegt hat oder wegbewegt hat im Prinzip. Ne? Ja gut, aber gearbeitet werden kann da nicht, weil Da ist von ja wem nichts. sollen die Taschen da jetzt aber gerade da war kontrolliert jetzt werden? gerade jemand drin. Das ist halt einfach die Sache, Leute. Hier auf dem Gelände es sind so viele Sicherheitsmitarbeiter unterwegs. Ich muss mal gucken, ob wir es irgendwie so ein bisschen inkognito-mäßig filmen können, um euch das zu zeigen. Das wird es in Europa überhaupt nicht geben. Nee. So viele Security-Mitarbeiter, die das ganze Areal hier noch bewachen. Plus innen drin soll es ja auch noch viele Leute geben, die da auch noch drin arbeiten, um das alles instand zu halten und zu säubern. Ne? Also Ja. unfassbar für so ein Objekt, was einfach keine Zukunft hier hat. Ne? Eigentlich sollte das Stadion auch ursprünglich abgebaut werden und an eine bedürftige Nation gespendet werden, aber bis jetzt ist nichts passiert, ne? Nee, gar nichts passiert. Ich hätte, glaube ich, irgendwo gelesen, dass vielleicht Uruguay das Stadion bekommen soll. Aber wie ihr sehen könnt, wir haben 2025, ja, 2022 war die WM. Das Stadion steht immer noch hier und ist übrigens, wie wir jetzt auch festgestellt haben, ein beliebtes Ausflugsziel Ja. ne, für Touristen. Wir hatten hier schon einen Taxifahrer gesehen, der einen Touristen hingebracht hatte. Wir hatten gerade auch einen Reisebus gesehen, der hier hingekommen ist. Kurz aussteigen, Foto machen, ist natürlich klar. Sowas ist natürlich super, super interessant zu sehen. Ja, Ne? finde ich auch. Ich habe übrigens ganz stark das Gefühl, dass wir echt sehr stark beobachtet werden. Ja. Ich glaube, ohne Witz jetzt, ich glaube, die beobachten uns hier sehr stark durch die ganzen Kameras hier und dadurch, dass hier andauernd so ein Golfcar hin und her fährt und guckt, was wir hier machen, ist schon echt extrem. Also Hier ist einfach noch WLAN. Stadium Guest heißt das Ganze. gibt's gar nicht, ehrlich. Hier kannst du dich noch einloggen. Ich habe gerade geguckt, ich müsste jetzt meine Daten angeben, ne? Also E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Die haben und die dann doch könnte ich schon. jetzt ins WLAN gehen. Die haben die doch hundertprozentig schon. Ne? Also ich fühle mich hier langsam echt ein bisschen unwohl, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, wenn die könnten, würden die uns auch verbieten, hier zu filmen. Ja, glaube ich auch. Da ist wieder das Golfcar. Der ist auch gerade am Telefonieren. Und hat da irgendwelche wilden Gesten gemacht. Ich weiß nicht, ob er gerade auf uns gezeigt hat, aber der war gerade so am Telefonieren und hat dann mit seiner Hand irgendwelche komischen wilden Der Gesten hatte auch gemacht. gerade, ich habe es mit dem Handy auch gefilmt, gerade wo er uns ja gerufen hatte. Und er hatte auch gerade irgendwie so einen Videocall gehabt, während wir angesprochen wurden. Oh Gott. Weil er hatte nämlich sein Handy, ich weiß nicht, ob man es nachher so sehen wird, so, also er hat uns gefilmt auf jeden Fall. Oh Gottes Willen, ey. Ich würde sagen, hier haben wir eigentlich alles gesehen. Und jetzt würden wir uns aufmachen zum nächsten Stop unserer Tour, denn von der WM gibt es noch einiges zu sehen. So Leute, wir sind angekommen am nächsten Spot und ich würde sagen, wir gucken uns das einfach mal an. Guck mal mit. Also links und rechts befindet sich quasi die Flaggenallee und es war von den ganzen Nationen, die hier mitgemacht haben. Also da hingen quasi die ganzen Flaggen und die sind auch alle noch beschriftet. Ne? Wir können ja mal gucken. Da ist Deutschland. Ich wollte gerade sagen, wir können ja mal gucken, wo Deutschland ist. Und Deutschland steht natürlich an erster Stelle, weil sonst auch anders sein. Natürlich. First Nation to qualify. Tja, wir waren die Ersten, die es geschafft haben, sich zu qualifizieren. Bisschen sauber machen hier, ne? Ein bisschen polieren. Ui, ui, ui.
Am 11.10.2021 haben wir uns als erste Nation qualifiziert. Und ich glaube, wir waren auch eine der ersten, die ausgeschieden sind. Nein. Nein? Doch, ich meine schon, oder? Das war, glaube ich. Kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber ich meine, das ging nicht so lange, das Turnier für uns an. Ja, lange ging es nicht, aber wir sind nicht die Ersten, die ausgeschieden sind. Sondern die Zweiten. Und hier natürlich Katar als gastgebende Nation direkt qualifiziert fürs Turnier. Und die zweite Mannschaft, die sich für die WM qualifiziert hat, war Dänemark. Übrigens, Sabrina, habe ich gerade nachgeguckt, das war das Achtelfinale. Na, waren wir doch nicht eine der ersten. Nee, aber auch schon nah dran, ne? Die Fahnen wehen natürlich nicht mehr, die sind alle schon leider weg. Finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil so für diesen Charme von dieser Allee wäre es schon irgendwie geil, wenn hier noch die Fahnen wehen würden, finde ich. Aber das Geräusch ist immer noch gleich. Ja. Hier vor uns auch ein ganz beliebtes Fotomotiv gewesen während der WM und auch heute immer noch ein Fotomotiv, was sehr heiß begehrt ist. Wir haben jetzt gerade mal so einen freien Platz für uns ergattert. Ja, auch sehr, sehr schön so zu sehen, hier direkt an der Küste, hier mit den ganzen alten Schiffen. Das sieht sehr, sehr, sehr schön aus, finde ich. Man kann auch hier solche Bootstouren machen, wurden auch gerade schon angesprochen. Und dann einfach hier dieses riesengroße FIFA World Cup Katar 2022. Das bleibt auch hier. Das wird also nicht wegkommen. Jetzt kommt schon der Nächste, der uns anquatscht, um uns irgendwas anzudrehen. Ja. Man kann die Leute auch einfach mal unterbrechen, ist ja kein Problem. Ja, er hat es aber jetzt gemerkt. Zu spät. Da drüben, Leute, ist übrigens noch ein weiteres sehr, sehr cooles Highlight. Und zwar ist da nämlich FIFA World Cup Clock, glaube ich, heißt das. Hier war nämlich früher der Countdown zur WM hier in Katar. Das hatte so ein bisschen die Vorfreude auf das Event steigern sollen. Hier sieht man auch dementsprechend noch die Uhr und hier gab es auf jeden Fall noch einen Countdown. Das Ganze ist übrigens inspiriert worden von der Form des FIFA-Weltcups, also die Trophäe, die man halt gewinnt. Und hier dementsprechend halt der Countdown. Das Ganze ist hier auch nochmal erklärt, aber ich glaube, der ursprüngliche Countdown, den es eigentlich mal gab, der ist, glaube ich, nicht mehr da. Es ist einfach nur noch die Uhr zu sehen mittlerweile. Aber irgendwo hier war, ich weiß nicht, ob das jetzt damals hier drin war, in diesem Display, weil irgendwo hatte ich Aufnahmen gesehen, wo man definitiv halt so einen richtigen Countdown, so einen digitalen Countdown gesehen hat, wie lange es noch dauert, bis die WM endlich stattfindet. Müssen wir vielleicht noch mal gucken. Aber ein schönes Bauwerk, ne? Also ja, sieht schon extra asymmetrisch gebaut, ne? Genau. Sieht schon sehr, sehr futuristisch und schön aus. Ne? Vor allem mit dem Hintergrund, ne? Mit der Skyline dahinter. Ja. Sieht schon echt sehr schön aus. Ich kann euch mal eben hier kurz ein paar Aufnahmen einblenden. Wir haben nämlich gerade mal geguckt hier bei Google Maps, natürlich ein paar Bilder von damals zu sehen. Und da haben wir jetzt gerade festgestellt, dass tatsächlich ja, das Mittelstück, das halt aussieht wie der World Cup, die World Cup Trophäe, dass das beleuchtet war und das war der Countdown gewesen. Es gibt aber noch eine weitere Sache, die man von hier aus sehen kann. Und zwar gibt es nämlich noch eine weitere Statue, nenne ich es mal. Das ist auch so ein Monument, was halt stehen bleiben wird von der WM als Andenken an die WM und an das, was die WM halt für Katar bedeutet hat. Weil es war auch die allererste Fußball-Weltmeisterschaft im Orient. Ne? Und dementsprechend wird das und auch diese Skulptur, die wir euch jetzt mal gleich zeigen werden, stehen bleiben. Ist auch ein super beliebtes Fotomotiv. Habe ich in der Tat auch schon mal im Fernsehen damals gesehen. Du auch? Weiß ich nicht, kann sein. Doch, das kommt mir schon auf jeden Fall bekannt vor. Das gucken wir uns auch mal jetzt an. Das sieht nämlich sehr, sehr cool aus. Müssen aber noch kurz warten. Ist halt ein Fotospot. Ne? Andere Leute stehen da halt auch und machen Bilder. Da hinten ist die Skyline zu sehen von Doha. Da kommt auch gerade noch so ein Schiff an für diese Touristenfahrten, die hier angeboten werden. Und da ganz hinten in der Ferne, ich muss das gleich mal mit dem Handy für euch filmen, denn die Kamera ist hier zu weitwinklig. Die WM 2022 wird nicht nur für sportliche Höhepunkte, sondern auch für ihre Skandale in Erinnerung bleiben. Schon die Vergabe an Katar sorgte für internationale Kritik und Vorwürfe der Korruption gegen die FIFA. Besonders schockierend waren die Berichte über die Arbeitsbedingungen der Gastarbeiter. Hunderttausende Arbeiter, vor allem aus Nepal, Indien und Bangladesch, errichteten die Infrastruktur unter extremen Arbeitsbedingungen. Schlechte Bezahlung, lange Arbeitszeiten und Temperaturen von bis zu 50 Grad.
Stadt. Menschenrechtsorganisationen schätzen, dass Tausende von Arbeitern während der Vorbereitung auf die WM starben. Katar versprach Reform, doch die Frage bleibt, ob diese wirklich nachhaltig sind oder nur dem Image dienen sollten. So, wir haben uns jetzt ein Uber bestellt, denn wir fahren zu unserem nächsten Ziel der ganzen Tour, und zwar die Metro Station. Das Ganze wurde ja extra für die WM ausgebaut und hatte zu Hochzeiten über 1 Million Menschen transportiert. Das ist aber ja schon lange vorbei. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie die U-Bahn und die Metrosystem, also wie ausgelastet das aktuell ist. Guck mal hier, der Uber-Fahrer hat übrigens noch so einen Aufkleber an seiner Scheibe kleben von damals, von der WM. Konnte man so einen QR-Code scannen und sich dann irgendeine App runterladen. Sieht schon ein bisschen mitgenommen aus, sag ich jetzt mal, ne? Nach all den Jahren. Da ist noch ein zweiter Aufkleber hinten, der sieht noch ein bisschen mehr in Mitleidenschaft gezogen aus. Falls ihr euch jetzt übrigens fragt, warum seid ihr eigentlich so faul und lauft nicht einfach zur Metro Station, statt jetzt mit einem Uber dorthin zu fahren. Wir hatten jetzt gerade geguckt gehabt, was in unmittelbarer Nähe von diesem Wahrzeichen halt ist, aber da ist keine Metro Station. Da waren einige geschlossen deklariert. So, angekommen bei der Metro Station. Sieht auf den ersten Blick ziemlich unscheinbar aus. Befindet sich hier direkt an so einer, ich würde mal sagen, Schnellstraße für deutsche Verhältnisse. Guck dir das mal an, ne? Das sind überall. Siehst du das? Da ist auch wieder so ein Scheich abgebildet neben dem Rollstuhlfahrer. Ja. Und hier direkt jemand, der den Boden säubert. Sieht auf jeden Fall alles richtig, richtig schön aus, sauber. Es stinkt nicht. Sehr, sehr clean. Boah, die Rolltreppe sieht auch noch richtig, richtig neu aus, finde ich. Guck mal, wir haben schon 2 Mitarbeiter hier in der Metro Station gesehen. 3. Ja, 1, 2, 3. Ach so, da steht noch einer. Yo. Das ist echt heftig, ey. Guck mal, wie ordentlich das einfach alles sauber macht, ne? Hallo. Jetzt schaut euch einfach mal bitte um. Da hinten stehen nochmal 2 Mitarbeiter. Und wie leer das hier einfach ist, ne? Wir sind hier gerade mitten in der Metro-Station und wir sind eigentlich fast alleine hier, ne? Ja, gefühlt schon auf jeden Fall. Ja, da drüben sind welche, die sitzen da. Ich weiß nicht, ob die auf irgendwas warten oder ob die auch Mitarbeiter sind. Aber ansonsten schaut euch das bitte mal an. Hier putzen die Leute. Es ist super, super sauber. Ticketautomat kommt. Es ist richtig, richtig groß und es ist einfach komplett leer. Wir sind einfach die einzigen Fahrgäste hier in dieser Metro Station. Da hinten läuft noch jemand. Hier ein Blick nach unten. Wir werden uns jetzt mal so ein Metro-Ticket kaufen und auf jeden Fall mal einmal mit der Metro fahren, weil das ist auch auf jeden Fall hier ein absolutes Highlight. So, hier ist dann auf jeden Fall alles schön in Englisch, das ist schon mal sehr schön für uns Deutsche. Was nehmen wir denn jetzt? Wie teuer ist denn so ein Daypass? Brauchen wir eigentlich nicht, aber für 2, 12 irgendwas. Und das ist hier dieser Gold Club. Wie teuer ist der? Der kostet bei eben mehr. So, wir werden jetzt uns so eine Goldkarte kaufen. Das kostet jetzt 30 pro Person, also 60 insgesamt. Du kannst schon bezahlen. Das ist dann quasi so VIP-mäßig, sage ich jetzt mal. Gucken wir mal. Ja, wenn, dann muss man auch mal ausprobieren, was man hier so bekommt, ne? Genau, was man so wirklich hier kriegt. So, da kommen unsere Gold-Club-Karten. Hier, bitteschön. So. So sieht das Ganze aus. Gold Club. Sieht schon gut aus, ne? Guck mal. Daypass. Ja. Ich bin mal gespannt. Ja. Die Gold Club Karte hat übrigens 8 € gekostet für den ganzen Tag. Die andere hätte deutlich weniger gekostet. Ja, die Hälfte. Also ich glaube 12. Ach, guck mal, da musst du noch nicht mal. Warte auf mich. Noch nicht mal die falsche Seite genommen. noch nicht mal richtig berühren. Nee, ne? ich habe nur so dran gehalten und dann boom, direkt schon wieder. So, jetzt hatten wir gerade nachgefragt. Hier gibt es auch Toiletten. Die sind wohl irgendwie hier hinten, weil nachdem wir jetzt hier den ganzen Tag durch die Gegend marschiert sind, müssen wir auch mal langsam unsere Blasen entleeren. Ja. Jetzt schaut euch mal bitte an, hier die Toilette auf dem Bahnhof, also Metro in Katar. Also, das ist wie so eine Stairways-Toilette. Ja. Richtig, richtig komplett krass. Groß, es ist hell, es ist sauber. Aber richtig sauber. Komm, wir gucken jetzt noch mal den Toilettencheck. Das war ein bisschen komisch jetzt hier mit euch, aber ja.
Richtig, richtig clean hier alles. Sehr, sehr schön. So, hier ist jetzt noch der Gebetsraum. Da können wir doch nicht einfach reingehen. Ach, Nein, ich habe Angst. Nee, das ist komisch hier drin, daneben bleibe ich nicht. hier können Sie sich Ihre Füße waschen, ne, zum Beten. Ne? Und hier die Da Hände. hinten geht es weiter. Da sind auch welche drin, jetzt kommen. Da stehen Schuhe vor. Ja, okay, dann gehen wir mal lieber. Das ist auch ganz anders als bei uns. Hier sind quasi so Haltebuchten, wo man einsteigen kann. Und schaut euch einfach bitte mal an, wie viele Menschen jetzt hier gerade auf den nächsten Zug warten. Also hier links geht es in die eine Richtung und rechts geht es in die andere Richtung. Wir sind hier einfach komplett allein in dieser riesengroßen Metro-Station. Ist das mal heftig? Schaut mal, die haben hier spezielle Eingänge. Hier ist für die Familie der Eingang. Und wir haben uns ja hier diese Goldkarte geholt. Und hier ist für uns der Eingang für Gold Club. Ja. Und hier sieht man mal, in welchem Intervall die Züge kommen. In einer Minute kommt der nächste, danach in 7 und in 13. Und wow, wir haben hier echt noch einen weiteren Passagier gefunden, der auch noch auf den Zug wartet. Und wieder jemand, der hier sauber macht. Aber ihr seht ja hier selber, also es sind 3 Passagiere, die gerade auf den nächsten Zug warten. Und etliche Mitarbeiter, die hier sauber machen. Ansonsten sind wir hier ganz alleine. So, den werden wir jetzt mal hier nehmen, den Zug. Und jetzt schaut euch einfach mal bitte an, wie das jetzt hier aussieht in der Goldabteilung. Hier kannst du dich einfach hier hinsetzen. Hier kann man schön in der ersten Und dementsprechend dann halt hier sehen, wie du gleich losfährst. Hier hat man auf jeden Fall die geilste Aussicht überhaupt, ne? Das stimmt. Ich frage mich gerade, ob wir hier irgendwie autark fahren oder wo ist der Fahrer? Stimmt. Ja, oder? Keine Ahnung, aber der gibt ganz schön Gas, ey. In Deutsch. Das ist Englisch. Nein, nicht. Natürlich ist es Englisch. Hat die nicht gerade Deutsch gesprochen? Nee, ich glaube nicht. Wenn man aber einfach mal überlegt, sagt ihr nicht, die nächste Station ist? Also ich verstehe schon mittlerweile in Deutsch, ob es jetzt in Englisch ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall richtig, richtig heftig. Ich sehe da gerade in der normalen Klasse, da drüben sind sogar noch so Fußbälle oben, wo man sich so dran festhält, an diese Halteschlaufen. Da sind sogar noch so dekomäßig so Fußbälle zu sehen. Das kann ich aber jetzt nicht filmen, weil dann würde ich mich voll auf die Leute filmen. Das möchte ich natürlich jetzt nicht machen. Es ist aber einfach absolut heftig, wenn man überlegt, wie wenig Menschen die öffentlichen Verkehrsmittel offenbar hier in Katar nutzen. Und das war einfach eines der teuersten Bauprojekte. Ne? Es ist, glaube ich, die teuerste Metro auf der ganzen Welt. Ich glaube, 36 Milliarden US-Dollar hat das gekostet, das hier alles zu realisieren. Die Metro von Doha umfasst 3 Linien mit einer Gesamtlänge von 76 Kilometern und 37 Stationen und wurde so gebaut, dass Fans während der WM schnell und einfach zwischen den Stadien pendeln konnten. Während der WM nutzten etwa 2 Millionen Menschen die Metro, was die hohe Auslastung während des Turniers zeigt. Heute jedoch sieht die Realität anders aus. Durchschnittlich nutzen noch 150.000 Menschen täglich die Metro, vor allem Pendler und Touristen. Katar hofft, dass die Zahlen in den kommenden Jahren steigen, da das Land weiter auf den Ausbau des Tourismus setzt. Du hast übrigens recht, ne? Die hat gerade gesagt, die nächste Station ist... Ja, und ich habe schon gedacht, ich bilde mir Ja, ein. aber bei Station, weißt du? Ja. Also, ne? Aber Ja, ja. der bin aber auf jeden Fall da.
Hier auch alles schon freundlich für die Touristen vorbereitet. Alles größtenteils auch natürlich in Englisch und in Arabisch. Hier sieht man auch nochmal das Ganze in Englisch. Und gleich switcht es dann wieder auf Arabisch. Der Tourismus in Katar ist ein relativ neues Phänomen. Vor der WM 2022 galt Katar nicht als klassisches Reiseziel. Erst mit der Vergabe der Weltmeisterschaft begann das Land massiv in den Tourismus zu investieren, um die Aufmerksamkeit der Welt zu nutzen. Neben der Metro wurden auch zahlreiche Luxushotels, Resorts und Attraktionen gebaut. Katars Plan ist es, sich als Destination für Luxusreisen, Kultur und Sport zu etablieren. Dazu gehören Veranstaltungen wie die Formel 1, hochkarätige Konferenzen und eine stetige Erweiterung des kulturellen Angebots, darunter des berühmten Nationalmuseums von Katar und das Museum für islamische Kunst. Die langfristigen Pläne Katars sehen vor, jährlich mehr als 6 Millionen Touristen anzuziehen. Eine Zahl, die weit über den aktuellen Besucherzahlen liegt. Dafür setzt das Land auf strategische Partnerschaften, internationale Flugverbindungen über Qatar Airways und die Weiterentwicklung von Doha als globalen Knotenpunkt. Für mich sieht das gerade eher so aus wie, ach guck mal, Anja, hier ist so ein Fotospot. Für mich sieht das gerade eher so aus wie, wir sind am Flughafen, ehrlich gesagt. Oder? Was meint ihr? So viele Rolltreppen. Überall geht es in die verschiedenen Richtungen. Ist aber super, super gut ausgeschildert für uns. Also wie gesagt, wir wissen, wo wir hinwollen. Mall of Qatar ist super ausgeschildert. Also hier kann man sich definitiv gut zurechtfinden. Und auch als Rollstuhlfahrer kommst hier überall auch hin. Überall sind hier Aufzüge. Aber es ist mehr wie Flughafen, oder? Super groß. Es ist wirklich super groß, aber komplett übersichtlich. Sehr freundlich alles auch, sehr hell, also echt klasse. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar war ein Ereignis voller Kontraste, sportliche Höchstleistungen und historische Momente, aber auch Skandale, Kontroversen und gigantische Investitionen. Was bleibt, sind leere Stadien, beeindruckende Infrastruktur und viele offene Fragen. Was denkt ihr? War die WM ein Erfolg oder ein Symbol für Ungerechtigkeit und Verschwendung? Schreibt es in die Kommentare.